Servus Leute und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ich bin die Jessie und stehe hier neben einer ziemlich fetten Karre und zwar dem Audi R7 Sportback, und ich möchte euch heute in meinem Video erzählen, ob ich ihn mir für 164.000 € kaufen würde. Falls ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Ihr findet uns nicht nur hier auf YouTube, macht gerne die Glocke an und abonniert uns, sondern auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Abonniert uns auch da, würde mich riesig freuen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal los und ich zeige euch jetzt erstmal die Optik. Kommt mit! It's not a game, it's a rich thing. Vorne angekommen, schauen wir dem RS7 ins Gesicht, und ich weiß nicht, ob ihr schon mein RS6 Video gesehen habt, aber die sehen sich ganz schön ähnlich. Woran liegt das? Das liegt einerseits daran, dass wir hier beispielsweise die gleichen Leuchten haben. Das sind jetzt LED-Matrix-Leuchten, die finde ich wirklich super schön, und wenn ihr euch mal die Lichterorgel anschaut, die lege ich euch mit einem Schnittbild drüber, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die findet. Ich finde die Affen geil, wirklich. Die macht echt was her, wenn man abends von der Arbeit heimkommt oder auch morgens zur Arbeit muss, draufdrückt und so begrüßt wird, da geht einem das Herz auf. Dann haben wir hier ganz typisch den rahmenlosen Single Frame. Seid mir nicht böse, dass hier so ein paar tote Fliegen drauf sind. Wir sind vorhin ein bisschen schneller gefahren mit dem Auto. Es lohnt sich auch. Es hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben hier ein schwarzes Wabenmuster. An den Seiten haben wir dann Lufteinlässe, und das sind echte Lufteinlässe. Es ist nicht nur was Optisches, wie beispielsweise beim A3, den ich euch vorgestellt habe. Ist ja auch ein RS-Modell. Dann haben wir hier unten eine Lippe, die sehr sportlich hervorgeht. Wir haben hier übrigens so ein mattes Aluminiumpaket drauf. Und leider nicht das Black-Paket, das würde mir besser gefallen. Da hätte man beispielsweise dann auch diese Elemente in Schwarz oder in Carbon, und man hätte hier, das wäre zumindest meine Präferenz, das Audi-Logo und aber auch das RS-Zeichen in Schwarz. Fände ich persönlich schöner. Dann haben wir hier noch an den Urquattro erinnernd 3 angedeutete Lufteinlässe. Ich glaube, es sind keine richtigen. Lasst uns mal reinschauen. Ich glaube nicht, falls doch, korrigiert mich bitte in den Kommentaren. Das finde ich schön, hat mittlerweile vom A1 bis zum R8 jedes Audi-Modell, gefällt mir wirklich gut, kommt mal mit ins Profil. Und das ist für mich die Schokoladenseite beim R7. Warum? Schaut euch mal dieses wahnsinnig geile Fließheck an. Ich finde, es sieht wirklich hammermäßig aus, absoluter Knaller. Hier vorne dann noch, oder da hinten können wir es uns vielleicht anschauen, haben wir, alter Vater, richtig fette Reifen und Felgen. Schaut mal. Die gehen mir bis zum mittleren Oberschenkel. Wir haben jetzt 22 Zoll drauf, serienmäßig sind es 21 Zoll. Und wir haben hier vorne Bremssättel, sind hier in einem richtig schönen Anthrazitgrau und passen zu dem Look jetzt hier ganz gut. Wir haben hier übrigens Navarra Blau drauf, das kostet 1.000 € Aufpreis. Meine Farbe wäre es persönlich nicht. Wir haben ja auch die Spiegelkappen nochmal in dem matten Silber. Wir haben ja auch eine Fensterumrahmung in dem matten Silber. Und RS-typisch haben wir hier an der Seite auch nochmal so einen Seitenschweller. Macht das Ganze sportlicher und sieht echt top aus. Wie gesagt, die Dachlinie ist der absolute Hammer. Und schauen wir uns jetzt noch das Heck an. Da haben wir erstmal integrierte Scheiben, die genauso wie jetzt beispielsweise auch beim A6 wirklich schön aussehen. Die sind hier so schön eingefasst. Hier haben wir dann auch noch einen Spoiler. Der fährt ab 120 km/h hoch. Und diese hammerschöne LED-Heckleuchte, die sich einmal komplett durchzieht. Sagt mir gerne, wie ihr die findet. Ich mache euch auch die Lichterorgel da drüber. Mega schön, meiner Meinung nach. Und dann das Allergeilste an dem Auto, und zwar der Auspuff. Wir haben hier erstmal 2 richtig fette ovale Endrohre. Schaut da mal rein. Die sind jetzt für die Kenner von euch
schwarz. Das bedeutet, wir haben die Sportauspuffanlage hier drauf. Die kostet nochmal 1.400 € extra. Lohnt sich aber auch. Ich zeige euch nachher auch den Sound, versprochen. Und wir haben hier auch nochmal so eine matte Spange drumherum, die das Ganze sehr sportlich macht. Dann geht es jetzt aber mit etwas Praktischem weiter, und zwar den Kofferraum. Ich mache euch den mal auf. Hier haben wir jetzt 500 bis 1400 Liter. Das ist echt eine Menge. Ich mache hier mal den Verbandskasten weg. Wir haben hier auch nochmal so ein Netz, mit dem man eine Ladesicherung hat. Wir haben hier auch nochmal so einen doppelten Ladeboden, in dem man alles Mögliche verstauen kann. Und wir haben hier noch optional so einen kleinen Sonnenschutz drin. Den kann man so hochklappen. Riesiger Kofferraum. Wenn man den umklappt, kann man da locker ein Billigregal transportieren. Aber jetzt weg von dem Rationalen. Jetzt zeige ich euch nämlich den Sound. Ihr geht vielleicht dahin. Ich springe rein und zeige euch den mal. Und was sagt er? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann geht es jetzt weiter mit der Rückbank. Kommt mal mit. Ich springe jetzt da mal rein und rutsche durch. Und dann ist ja immer die Frage, wie viel Platz hat man in so einer Oberklasse-Limousine mit Fließheck? Und dann würde ich sagen, springe ich mal rein. Ich bin übrigens 1,64 groß, deswegen ja, vielleicht nicht der beste Vergleich, aber ich zeige es euch trotzdem. Kommt mal mit. Also ihr seht, ich habe nach vorne hin wirklich sehr viel Platz, mindestens 3 Fäuste, und nach oben hin 2 Fäuste. Für mich genug Platz, für einen 1,85 Meter großen Mann wahrscheinlich auch. Schaut auch gerne mal beim Jan ins Review, da hat er sich auch nach hinten gesetzt. Da könnt ihr dann ja mit einer größeren Person mal den Vergleich ziehen. Sonst kann ich zu dem Innenraum hier hinten sagen, dass wir hier wirklich sehr schöne Ledersitze haben. Vorne haben wir die RS Sportsitze, die zeige ich euch später dann nochmal. Hier hinten haben wir auch nochmal integrierte Kopfstützen und wir haben überall ein wunderschönes RS-Symbol eingeprägt. Wir haben hier auch noch diese typische Audi-Wabensteppung. In der Mitte haben wir dann noch eine Mittelkonsole mit so 2 Cup-Holdern. Das finde ich eigentlich ganz cool gelöst, wie es so rein und raus fährt. Und hier vorne haben wir dann noch 2 USB-Anschlüsse und hier nochmal Informationen, das lade jetzt gerade nicht an, weil die Zündung nicht an ist, zur Klimaautomatik. Aber jetzt kommen wir zum Herzstück, und zwar den Motor, und da mache ich euch mal die Motorhaube auf, kommt mal mit. Und zwar haben wir jetzt hier den gleichen Motor drin wie auch im RS6. Für alle, die mein Video nicht gesehen haben zum RS6, Achtung, pam! Und zwar einen V8 4 Liter Biturbo mit 600 PS und 800 Newtonmeter maximalem Drehmoment. Der ist in 3,6 Sekunden auf Tempo 100 und in 12 Sekunden auf Tempo 200. Eine richtige Maschine. Und wie ihr hier an unseren Totenfliegen sehen könnt, macht das Teil auch wirklich Bock. Wir haben hier eine Mildhybridisierung drin, die 0,8 Liter auf 100 Kilometer spart. Auch eine Zylinderabschaltung. Der Normverbrauch liegt bei 10,4 Liter. Wir haben so zwischen 11 und 15 Liter gebraucht, je nach Fahrweise. Weiter geht's mit dem Innenraum und ich erzähle euch jetzt so ein bisschen, was hier drin RS-spezifisch ist und was den so besonders macht. Und fangen wir mal mit den Sitzen an. Wir haben jetzt hier die RS Sportsitze. Die kosten 1.750 € Aufpreis, haben sehr schöne Cognacfarbe und hier eine Wabensteppung, die hochwertig ist. Wir haben hier auch eine Sitzbelüftung, die sehr praktisch ist, vor allem im Sommer. Und wir haben hier im Nacken noch das RS-Zeichen, was mir wirklich gut gefällt. Dann haben wir hier noch verschiedenste Ablageflächen. Wir haben hier einmal Cupholder mit so einer Verjüngung. Dann haben wir hier nochmal eine Fläche, in der wir unser Handy laden können, also eine induktive Ladefläche, und hier nochmal Platz für den Schlüssel beispielsweise. Wir haben hier auch nochmal 2 USB-Anschlüsse, einen Anschluss für eine SD-Karte, aber auch für eine SIM-Karte, die man hier reinmachen kann. Und ihr habt es schon gesehen, ich habe da gerade ein kleines Tuch rausgenommen, das ist hier vorne für das Infotainment-System, weil man da, kleiner Nachteil leider, ab und zu Fingerabdrücke hat, weil das halt eben so ein Hochglanz auch hat und auch hier nochmal dieser Klavierlack sehr schnell Fingerdoben hat, aber dafür hat man dann hier praktischerweise immer ein
kleines Tüchlein parat. Dann haben wir hier ein sehr sportliches, abgeflachtes Lenkrad mit dem RS-Zeichen da unten. Ich persönlich finde das Alcantara-Lenkrad besser und schöner. Es liegt einfach weich an der Hand, genauso auch wie der Gangwallhebel mit Alcantara-Überzug. Aber das ist nur Geschmackssache. Wir haben hier aber auch optional einen Alcantara-Himmel, einen dunklen, der kostet 2.000 € extra. Den finde ich wirklich sehr schön und gibt dem Ganzen so einen sportlichen Touch. Wir haben hier übrigens auch die Bang & Olufsen Anlage, die kostet 6.000 € Aufpreis. Das ist ein ganz schönes Wort, aber die macht auch echt einen richtig geilen Sound. Müsst ihr mal bei Gelegenheit, wenn ihr irgendwann mal im Leben dazu kommen solltet, reinhören. Das ist wirklich der absolute Hammer. Dann haben wir hier vorne das digitale Cockpit. Wir können hier mit der View-Taste einmal draufdrücken und da uns beispielsweise die ganz große Karte anzeigen lassen. Die finde ich sehr schön. Wir können aber auch mit draufklicken in die Mitte uns den Hockeystick anzeigen lassen. Der ist ja RS-spezifisch. Was ist noch RS-spezifisch? Wir haben hier den RS-Mode-Knopf. Da können wir draufdrücken und zwischen zwei verschiedenen Modi wählen. Die können wir hier vorne bei Fahrzeug einstellen. Das zeige ich euch jetzt mal schnell. Und zwar bei Audi Drive Select haben wir hier RS1 und RS2 und können die verschiedenst konfigurieren. Da können wir den Antrieb beispielsweise effizient, ausgewogen oder sportlich einstellen, genauso wie das Fahrwerk. Die Lenkung komfortabel, ausgewogen oder sportlich, den Motorsound dezent, automatisch oder präsent oder auch das Quattro mit Sportdifferential komfortabel, ausgewogen und sportlich. Und ist ganz praktisch, man kann mit einem Knopf hier direkt am Lenkrad eben diesen sehr Racing Mode einstellen. Dann haben wir hier, wie ich euch gerade schon gezeigt habe, das Infotainment. Da gibt es eine Besonderheit bei Audi, die habe ich euch auch schon beim RS6 gezeigt. Wenn wir hier länger draufdrücken, können wir die verschiedenen Kacheln so rumschieben, wie wir das wollen. Ist ganz praktisch, weil wir dann unseren Homescreen eben so konfigurieren können, wie wir ihn haben möchten. Und ich zeige euch jetzt hier ein paar Sachen, die ich ganz cool finde. Einmal die Navigation. Die finde ich sehr schön. Man kann ja auch so mit den Fingern rein und rauszoomen. Ihr seht auch, die ist ganz cool gestaltet, weil man jetzt hier auch einen dunklen Himmel hat, weil ihr seht, das ist jetzt auch langsam schon etwas dunkel geworden. Wir haben hier noch die Einstellungen zum Fahrzeug. Bei Drive Select waren wir ja gerade schon. Da haben wir auch die verschiedenen Modi, Effizienz, Komfort, Auto und Dynamic. Und wir haben hier noch was ganz cooles, Einstellungen zur Klimaanlage. Die haben wir unten übrigens auch mit allen Einstellungen zur Sitzbelüftung, Sitzheizung und ja, von wo die Luft kommen soll und so weiter. Wir haben hier aber auch nochmal einen Ionisator, den wir einstellen können, der eben die Plus- und Minusteilchen hier in der Luft ordnen soll, damit beispielsweise die Haare nicht mehr so aufbauschen. Das ist vor allem für Frauen sehr praktisch. Eine weitere Sache, die ich sehr cool finde, ist das Thema Licht und Sicht. Und zwar die Ambiente-Beleuchtung. Es ist ja jetzt hier schon ein bisschen dunkler geworden. Ich zeige dir euch jetzt mal, was die so alles kann. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen erkennen. Wir haben hier verschiedene, ich sag mal, Stimmungen, die wir auswählen können. Wir haben jetzt hier einerseits maritim, dann wird alles so ein bisschen blau. Ich kann das auch heller und dunkler einstellen. Solar wird dann alles etwas orangener. Das passt hier auch ganz gut zu dem Cognac-farbenen Leder, wie ich finde. Wir haben Impuls, was dann vielleicht einen aggressiveren Ton angibt, wenn man dann ein bisschen schneller fährt. Vision ist auch nochmal eine Einstellung, die ist ein bisschen gelblicher. Und Karibik haben wir auch noch mit einem türkisfarbenen Ton, können aber auch hierbei individuell verschiedene Flächen mit verschiedenen Farben und Helligkeiten einstellen, können auch den Fußraum ein- und ausblenden lassen. Also das Ambientelicht hier ist wirklich super cool. Dann zeige ich euch noch als letztes die Fahrerassistenzen. Wir haben hier verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Assistenzpakete. Hier ist eigentlich fast alles drin, was man so haben kann. Wir haben hier eine Abstandswarnung, Audi Presense, eine Spurwechselwarnung, Kreuzungsassistenten, eine Ausstiegswarnung, eine Pausenempfehlung, also alles, um autonomes Fahren Level 2 zu garantieren. Ja, jetzt fahren wir noch eine Runde in die Abenddämmerung zusammen und ich mache euch mal den Motor an und dann hören wir uns mal den Sound hier von innen an. Ich drücke auch mal auf den RS-Mode, jetzt sind wir im RS1-Modus. Ich gehe mal in den neutralen Gang und drücke mal aufs Gas. Klingt schon ganz gut, ihr habt auch gerade gesehen, die Ambientebeleuchtung wurde erst rot, dann ist sie blau geworden. Echt freaky hier drin. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal los. Und ich erzähle euch so ein bisschen, wie sich dieses Luxusschiff hier fährt. Wir haben jetzt leider ein bisschen nasse Straßen, aber wir machen jetzt trotzdem direkt mal als allererstes einen Launch Control, weil es so viel Spaß macht. Dafür muss ich jetzt erstmal hier auf eine gerade Strecke. Ich fahre jetzt mal hier vor, habe hier jetzt was, drücke auf die Bremse
Gehe dafür in den RS2-Modus. Warum mache ich das? Weil hier auch das ESC gleich aus ist. Drück aufs Gas und lass die Bremse los. Oh Gott! Und zack, sind wir auf 100 in 3,6 Sekunden. Alter Vater, wir haben hier 600 PS, 800 Newtonmeter, die bringen diesen Bock wirklich nach vorne. Und ich muss euch sagen, ich habe jetzt gerade wirklich einen kalten Schauer am Rücken. Das Teil ist einfach brachial. Jetzt fange ich auch schon an, badisch zu sprechen, weil ich einfach so fassungslos bin. Das Auto ist wahnsinnig sportlich. Falls ihr mehr zum Thema Fahren wissen wollt, vor allem in den Grenzbereichen, schaut doch gerne mal beim Jan ins große Review rein. Der zeigt euch dann ganz genau, wie man den am besten fahren kann. Alter Vater, dieser Launch Control, ich bin echt fertig. Dann gehen wir hier mal in den Komfortmodus über den Drive Select Schalter. So, jetzt sind wir im Komfort und es ist alles viel komfortabler abgestimmt. Ja, der Motorsound ist auch nicht mehr so laut, die Klappe ist jetzt natürlich zu. Und damit kann man dann auch locker mal die Kinder irgendwie in den Kindergarten bringen oder eben auch Geschäftspartner abholen und kommt eben nicht so prollig rüber wie jetzt gerade bei dem Launch Control. Dann zeige ich euch jetzt noch den Rückwärtsgang bzw. die Rückfahrkamera. So sieht sie aus, ist ganz gut, weil wir haben hier auch die Ansicht der verschiedenen Linien. Ohne Rückfahrkamera in dem Schiff wird es ehrlich gesagt bei mir nicht gehen. Aber jetzt würde ich sagen, fahren wir mal weiter und ich erzähle euch jetzt so ein bisschen noch was zu der Höchstgeschwindigkeit. Wir kriegen den RS7 nämlich anfangs erstmal mit 250 km/h Maximalgeschwindigkeit, können dann aber mit dem Dynamikpaket auf 280 km/h bzw. mit dem Dynamikpaket Plus auf 305 km/h. Ich persönlich bräuchte nicht so eine hohe Geschwindigkeit, mir würden maximal die 380 km/h reichen, aber das ist natürlich Geschmackssache. Wir haben jetzt hier so 15 Liter gebraucht, wenn das Gasfüßchen dann doch ein bisschen stärker ist sowieso. Aber ich finde, für so ein großes Schiff ist der Verbrauch wirklich akzeptabel und passabel. Dann haben wir eine 8-Gang-Automatik von ZF und auch hier so Schaltpedal. Die sind ein bisschen klein für meinen Geschmack. Ich komme auch fast nicht dran. Vielleicht liegt es aber auch an meinen kleinen Händen. Und wir haben hier vorne noch einen Knopf, ich bleibe dafür mal kurz stehen, mit dem wir dann den Spoiler ausfahren können. Und zwar geht das hier, der fährt automatisch ab 120 km/h aus. Man kann den aber auch für einen Burger King Parkplatz locker mit dem Knopf auch mal ausfahren. Kommen wir zum Fazit und der Beantwortung der Frage, ob ich mir den Audi RS7 für 164.000 € kaufen würde. Und ja, ich bin schuldig, ich würde es machen, wenn ich so viel Kohle auf der hohen Kante hätte. Leider ist es nicht so, aber ich erkläre euch jetzt, warum ich es machen würde. Einerseits ist er für den Preis für mich ein ziemlicher Schnapper in dem Segment. Wir hatten ja euch ja vor kurzem den BMW M8 Grand Coupé Competition vorgestellt. Der beginnt bei 165.000 €. Der Audi RS7 beginnt bei schlappen 121.000 €. Und so wie er jetzt hier konfiguriert ist, liegt er eben bei den 164.000 €, also genauso wie der M8 im Einstiegspreis. Ja, und warum würde ich mir noch kaufen? Ich habe euch ja auch den RS6 vorgestellt. Mir persönlich gefällt der RS7 ein Stückchen besser. Woran liegt das? Ich stehe einfach auf dieses Fließheck. Sonst der Motor ist einfach eine Wucht, genauso wie beim RS6. Ich stehe auf den, der Innenraum ist top verarbeitet, aber das ist halt eine Audi-Krankheit, sage ich jetzt mal. Und ich bin ein absoluter Fan. Falls ihr noch mehr Bock auf uns habt, dann abonniert uns gerne, macht die Glocke an, würde mich riesig freuen. Ihr findet uns nicht nur hier auf YouTube, sondern auch auf Instagram, Facebook und TikTok. Abonniert uns auch da, falls es euch interessiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Traumwagen wieder, Freunde.